Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr unseren Füller K150 in der Standardausführung ordnungsgemäß wartet. Wir werden uns gleich die dafür benötigten Werkzeuge, den Fülleraufbau sowie die eigentlichen Wartungsarbeiten im Detail ansehen. Kennt ihr euch schon etwas besser aus und braucht das Ganze nur als Gedankenstütze, dann empfehle ich euch stattdessen dieses Video. Seid ihr allerdings Neuanfänger und braucht vielleicht auch noch ein paar Tipps zur Einrichtung eines Wartungsarbeitsplatzes, empfehle ich euch dieses Video. Solltet ihr Fragen zu einzelnen Schritten haben, dann ist das kein Problem. Wendet euch gerne an unseren Service unter den unten aufgeführten Kontaktdaten. Eine Sache noch vorab. Ich werde einige Hinweise in diesem Video geben. Beachtet bitte darüber hinaus stets auch die bei euch gültigen Sicherheitsvorschriften. Okay, legen wir los. Folgende Werkzeuge benötigen wir für die Wartung: einen Klemmhalter Durchmesser 40 und Durchmesser 50, einen Montagekegel und eine Kalibrierhülse für die Pinolendichtung, passend für den jeweiligen Pinolendurchmesser, den Montagekegel bzw. eine Montagehilfe und Kalibrierhülse für die Zylinderdichtung, eine Abdeckkappe für das M6-Gewinde auf der Pinolenstange. Dazu benötigen wir einen O-Ringlöffel, ein Stecheisen in 2 mm Breite, einen Rollgabelschlüssel bis 36 mm, 2 Zylinderschrauben M4x30 mit passendem Inbusschraubendreher 3 mm, eine Ratsche mit Nuss SW13, ein Schonhammer, ein Hakenschlüssel mit Zapfen in der Größe 34 bis 38, 45 bis 50 mm, Schraubenschlüssel für das Pinolenendstück SW8, SW10 bzw. SW12, je nach Größe der Pinole, und einen Pinsel. Neben den Werkzeugen benötigen wir das Silikonfett Silica GI zur Benetzung der Dichtungen, das Trennmittel für Gewinde OKS 235 sowie etwas mittelfeste Schraubensicherung. Den passenden Dichtsatz gibt es als Einzel- oder kostengünstigeren Sammelpack. Hier könnt ihr euch für den Verschleißdichtsatz oder das Komplettpaket inklusive Lager entscheiden. Selbstverständlich bieten wir auch alle Dichtungen einzeln an. Werfen wir nun einen Blick auf den Aufbau des Füllers. Der K150 ist ein Injektor für die allgemeine Partikelschaumverarbeitung. In der vorliegenden Standardausführung haben wir am hinteren Ende einen doppelt wirkenden Pneumatikzylinder, dann das Mittelstück mit Materialanschlussstutzen, das Mantelrohr, welches durch die Dampfkammer ragt, und am vorderen Ende eine Venturi-Düse und das Mundstück, welches in den formgebenden Teil des Werkzeugs eingeführt wird. Der Pneumatikzylinder öffnet bzw. verschließt mit dem Pinolenendstück das Mundstück. Die Bewegung des Zylinders führt zu einem betriebsbedingten Verschleiß der Dichtungen, der je nach vorherrschender Dampftemperatur verstärkt werden kann. Davon betroffen sind die Dichtung auf dem Pinolenendstück, die Dichtung auf dem Kolben im Pneumatikzylinder sowie die Dichtung im Lager. Letztere hat jedoch eine hohe Standzeit, weshalb diese nur selten gewechselt werden muss und nicht im Dichtsatz für die Verschleißteile enthalten ist. Alle anderen Dichtungen sind statische Dichtungen und müssen im Normalfall nicht oder ebenfalls nur sehr selten ausgetauscht werden. Durch den Demontagevorgang können jedoch auch manche der statischen Dichtungen beschädigt werden, weshalb diese im Dichtsatz für die Verschleißteile enthalten sind. Der Vollständigkeit halber werden wir den kompletten Dichtungswechsel durchführen. Gleitdichtringe aus Kunststoff sind bei Raumtemperatur relativ hart und spröde. Damit es uns bei der Montage gleich leichter fällt, werden wir diese daher vor unserem Dichtungswechsel auf Temperatur bringen. In unserem Fall nutze ich dafür einen Werkstattofen, den ich auf ca. 70 Grad vorheize. Noch komfortabler geht das Ganze mit einem Öl- oder mit einem Wasserbad. Legen wir die benötigten Dichtungen nun in den Ofen ein. Okay, bevor wir mit der Demontage beginnen, werden wir den Füller zunächst in die geöffnete Stellung bringen. Dazu geben wir einen Druckluftimpuls in den entsprechenden Luftanschluss. Anschließend können wir den Füller im Schraubstock spannen. Damit wir unser Mantelrohr nicht dauerhaft plastisch verformen und beschädigen, verwenden wir zum Einspannen unsere Klemmhilfe, schieben diese über das Mantelrohr und spannen dann das Ganze damit im Schraubstock fest und sicher ein. Im nächsten Schritt öffnen wir den Zylinder. Hier kann es erforderlich sein, mit leichten, schnellen Schlägen
die Dichtung erst einmal anzulösen, insbesondere wenn der Füller lange Zeit nicht mehr geöffnet wurde. Ich schraube das Zylinderrohr nun ab, vorsichtig, lege es erstmal auf Seite. Als nächstes nehme ich meinen O-Ringlöffel und entferne den O-Ring des Zylinderrohrs. Ich kann jetzt theoretisch die Pinolenstange mit Lager und Pinolenendstück nach hinten rausziehen. Insbesondere bei Füllern, die längere Zeit im Einsatz waren, kann es sein, dass das Lager festsitzt. Dafür haben wir bei den neueren Modellen Gewindebohrungen im Lager angebracht. Hier kann ich dann mit einer Zylinderschraube das Lager auspressen. Für den Fall, dass es wirklich fest sitzt, kann ich auch mit zwei gegenüberliegenden Schrauben arbeiten, damit sich nichts verkantet. Sobald ich merke, dass es sich gelöst hat, kann ich das Ganze natürlich von Hand nach hinten rausziehen. Ja, und jetzt habe ich alles in der Hand. Ich entferne noch gerade die Zylinderschraube. Hier haben wir jetzt alle dynamisch beanspruchten Dichtungen, Kolben, Lager und Pinolenendstück. Ich lege diese zunächst auf Seite, nehme den Füller raus und dann werde ich die Pinolenstange jetzt in meinen Prismenbacken einspannen. So dass wir gleich die Dichtung vom Kolben erstmal herunternehmen können. Hier dargestellt jetzt die Option mit der Manschette. Ab jetzt arbeite ich auch nur noch mit Handschuhen, da eben alles leicht fettig und verschmiert ist. Ja, die Manschette lässt sich im Prinzip ohne besonderes Werkzeug runternehmen, einfach seitlich drunter greifen und dann über die Ecke herunterziehen. Hätten wir an dieser Stelle unseren Füller mit dem optionalen Gleitdichtsatz im Zylinder ausgestattet, dann müssten wir so vorgehen, wie wir das Ganze auch jetzt bei dem Pinolenendstück machen. Ich verlinke euch dazu aber auch noch ein weiteres Video unten. Ich nehme mein 2 mm breites Stecheisen. Vorsicht, wenn alles fettig ist, besteht die Gefahr, dass man schnell abrutscht. Hier wirklich sorgfältig in Ruhe vorgehen. Genau. Ich steche jetzt in die Dichtung ein und passe auf, dass ich auf keinen Fall den Grundkörper beschädige. Also auf keinen Fall den Körper des Pinolenendstücks oder die Nut. Sobald ich beide Dichtungen entfernt habe, mache ich die Nut sauber. Schaue, dass auch wirklich keine Beschädigung entstanden ist durch meine Arbeiten oder vielleicht auch durch vorherige Arbeiten. Einmal alles sauber machen und in Augenschein nehmen. Und als nächstes werden wir das Pinolenendstück herunternehmen. Wie gesagt, das machen wir jetzt, weil ich den vollständigen Dichtungswechsel zeigen möchte. Wenn ihr das Lager nicht tauschen möchtet, braucht ihr diesen Schritt hier nicht zu machen. Ich nehme hier hitzebeständige Schutzhandschuhe und werde die Gewindeverbindung zunächst etwas anwärmen, denn diese ist mit einer mittelfesten Schraubensicherung gesichert. Und indem wir das Ganze etwas auf Temperatur bringen, lässt sich gleich der Kolben leichter lösen. Das Ganze soll auch jetzt nicht irgendwie anfangen zu glühen, also eine Lötlampe reicht absolut. Möglicherweise reicht sogar ein Heißluftföhn. Bitte beachtet hierbei auf jeden Fall die bei euch gültigen Brandschutzvorschriften. So, Vorsicht, das Teil ist jetzt heiß, also Handschuhe anlassen und das Ganze lässt sich jetzt lösen. Sobald der Kolben runter ist, werde ich den erstmal zum Abkühlen auf die Werkbank legen. Handschuhe brauchen wir nicht mehr.
Ja, und jetzt können wir schon das Lager von der Kolbenstange herunterschieben. Ich schaue mir nun die Oberfläche der Kolbenstange an. Hier dürfen keine Riefen, Beschädigungen, Macken sein. Also auch auf keinen Fall die Kolbenstange mit Rohrzange anfassen. Damit beschädigt man sich wirklich die Oberfläche und das Ganze kann nicht mehr dicht werden. Einmal ins Gegenlicht halten und dann sieht man schon, ob Beschädigungen vorhanden sind oder nicht. Das gleiche mache ich am Kolben. Ich nehme hier das alte Fett oder Öl herunter und schaue mir das Ganze einmal genau im Gegenlicht an. Hier dürfen auch keine Beschädigungen sein. Sofern das alles in Ordnung ist, werden wir den Kolben auch nicht lösen, denn wenn wir diesen Kolben einmal lösen, müssten wir die Gesamtlänge der Pinolenstange anschließend neu einstellen. Diesen Schritt wollen wir uns sparen und ich ziehe wieder meine Handschuhe an. Ja, zunächst benetze ich jetzt auch mal den Kolben schon mal mit Silikonfett. Ja, es war vielleicht ein bisschen viel jetzt, aber das überschüssige Fett werde ich gerade an die Dichtung anbringen. Also die Innenkontur der Dichtung werde ich auf jeden Fall schon mal fetten. Und nun werde ich die Dichtung über Eck ansetzen und auf den Träger überstülpen. Einmal den Dichtungssitz kontrollieren, wunderbar. Ja, wem das nicht so leicht fällt und wer da vielleicht einfach noch nicht genug Übung hat, für den haben wir auch eine kleine Hilfe noch. Ich nehme die Dichtung nochmal runter, ich setze dazu unseren Montagekegel auf, diesen auch leicht mit Fett benetzen und hier kann ich die Dichtung nun wirklich leicht drüber schieben, sodass diese an der gewünschten Position am Träger sitzen bleibt. Auch hier den Sitz unbedingt kontrollieren. Jawohl, das sieht gut aus. Und nun können wir das neue Lager aufsetzen. Hier müssen wir unbedingt aufpassen, dass wir das Lager jetzt nicht einfach auf die Stange schieben. Wir haben hier vorne eine relativ scharfe Kante, also diese ist zwar entgratet, aber wir haben nur eine sehr kleine Phase. Damit ich meine Lippen der Lagerdichtung nicht abschere, setze ich die Abdeckkappe für das M6-Gebinde auf die Stange. Und jetzt kann ich mein Lager sorglos auf die Stange schieben. Ich werde hier noch eine kleine Initialfettung durchführen, etwas Fett in die Dichtung, damit die Stange besser gleitet. Und nun schiebe ich das Lager über die Stange. Ja, hier drückt sich ein bisschen von dem Fett mit raus, das nochmal rein. Ja. Okay, das sieht doch schon gut aus. Ja, einmal schauen, jawohl, läuft leichtgängig, das Fett verteilt sich etwas. Überschüssiges Fett nehme ich sofort ab. Auch die Kappe werde ich jetzt wieder entfernen. Und als nächstes können wir das Pinolenendstück wieder montieren. Bevor ich nun den Gleitdichtsatz aufziehe, kontrolliere ich noch einmal das Pinolenendstück auf eventuelle Beschädigungen. Ist alles in Ordnung, setze ich den Montagekegel auf und benetze diesen mit etwas Silikonfett. Als nächstes nehme ich den O-Ring und schiebe diesen über den Kegel bis in die Nut. Ich kontrolliere den Sitz des O-Rings und arbeite jetzt zügig weiter, denn meine Gleitringe sind noch warm. Gleitring auf den Kegel und auch hier bis in die Nut schieben. Durch den Montagevorgang wird der Gleitring etwas deformiert. Das Ganze korrigieren wir jetzt mit der Kalibrierhülse. Einmal ansetzen,
Sobald man spürt, dass das Pinolen-Endstück richtig sitzt, durchdrücken und jetzt kann ich schon den Sitz der Dichtung kontrollieren. Keine Beschädigungen zu erkennen. Jawohl, damit habe ich die Dichtung gewechselt. Ja, als nächstes werde ich das Gewinde entfetten. Das hilft einfach dann anschließend, dass der Schraubensicherungskleber auch besser hält. Ganze noch trocknen. Und nun werde ich eine kleine Menge, einen kleinen Tropfen von der Schraubensicherung auf dem Gewinde der Pinolenstange und auch einen kleinen Tropfen in die Gewindebohrung des Pinolenendstücks geben. Das Pinolenendstück schraube ich jetzt mehrfach vor und zurück. Das sorgt dafür, dass sich der Kleber schön auf dem Gewinde verteilt. Anschließend werde ich das Ganze vorsichtig handfest anziehen. Bitte wirklich nur vorsichtig, wir haben hier ein Edelstahl M6-Gewinde in einem Aluminiumkolben, also wir wollen das Ganze nicht abreißen. Überschüssigen Kleber nehme ich sofort ab. Ja, war ein bisschen viel, hätte weniger gereicht. Ja, und damit haben wir jetzt alle Dichtungen an der Kolbenstange gewechselt. Und wir können uns nun den Rest vom Füller anschauen. Ich spanne den Füller dazu wieder ein, hier wieder in der Klemmhilfe. Und ich werde nun das Mittelstück vom Mantelrohr lösen. Dazu mit ein paar Schlägen zunächst die Dichtung anlösen und dann kann ich das Ganze von Hand herausschrauben. Mit dem Mittelstück kommt jetzt mein Innenrohr und meine Düse zum Vorschein. Hier habe ich schon die nächste Dichtung. Diese werde ich einfach von Hand herunternehmen. Ja, würde wahrscheinlich auch mit O-Ring-Löffel funktionieren. Und wir legen das Ganze erstmal auf Seite und schauen uns gleich das Mundstück an. Eine Sache noch, die Reduzierung hier hinten ist fest mit dem Mantelrohr verklebt. Sollte sich diese gelöst haben, einfach kurz herunterschrauben, komplett reinigen und neu einkleben. Ich werde nun das Mundstück abnehmen. Es kann ja durchaus mal erforderlich sein, dass man das Mundstück auch tauscht, wenn beim Montagevorgang im Werkzeug Beschädigungen stattgefunden haben. Und auch hier kommt wieder ein O-Ring zum Vorschein, den ich wieder mit dem O-Ring-Löffel leicht abnehmen kann. Ja, ich schaue mir das Mundstück einmal an. Alles in Ordnung, keine Beschädigung, lege es erstmal auf Seite. Ja, nun werden wir noch Zylinderrohr und Deckel voneinander trennen. Falls wir die Dichtung im Deckel tauschen möchten, dazu werden wir auch wieder eine Klemmhilfe verwenden, denn so ist sichergestellt, dass wir unser Zylinderrohr nicht deformieren. So, einmal, dass ich gut mit dem Hakenschlüssel gleich dran komme. Festspannen. Und jetzt kann ich auch hier, wenn es erforderlich sein sollte, mit dem Schonhammer einmal anlösen und dann das Ganze von Hand herunternehmen. Ja, hier ist mein Dichtring. Den nehme ich wieder mit dem O-Ring-Löffel heraus. Und dann werde ich natürlich die Nut und den Deckel gerade reinigen, schauen, dass keine Beschädigungen sind. Ja, das Ganze wiederholt sich, aber im Prinzip ist es immer so. Alle Dichtflächen kontrolliere ich natürlich bei meiner Wartung. Einmal ein Blick in das Rohr, auch hier mal Verschmutzungen eventuell entfernen. Und jetzt werde ich den neuen O-Ring zunächst etwas fetten.
Das sorgt dafür, dass ich den auch später wieder leichter demontieren kann. Und in die Nut einlegen. Immer darauf achten, dass sich O-Ringe nicht verzwirbeln. Ja, ich gebe jetzt noch etwas von dem Trennmittel OKS 235 auf die Gewinde. Gerade hier bei Aluminiumgewinden besteht natürlich die Gefahr, dass das Ganze ansonsten frisst. Das lässt sich mit der Paste verhindern. Setze meinen Zylinderdeckel nun auf, drehe einmal entgegen dem Uhrzeigersinn, bis ich spüre, dass ich den Gewindegang gefunden habe und schraube das Ganze dann so weit an von Hand, bis ich spüre, dass ich in die Dichtung komme. Jawohl, am Schluss einmal mit dem Hakenschlüssel nachziehen. Das darf hier an dieser Stelle ruhig etwas fester sein, denn wir wollen ja später, dass der Zylinder dicht und fest hält. Schauen uns noch die letzte Dichtung im Mittelstück an. Dazu werde ich das Mittelstück jetzt mal im Schraubstock spannen. Wir haben dafür hier eine Spannfläche. Da kann ich sorglos spannen. Allerdings auch hier behutsam spannen. Ich brauche hier nicht sehr viel Kraft. Ich möchte nicht hier meinen Aluminiumguss zerstören. Ich schraube das jetzt raus. Sollte es mal festsitzen, kann ich mir hier natürlich mit einem Hakenschlüssel an der Düse helfen. Das brauche ich in meinem Fall nicht. Ja, nochmal ein Blick auf die Nut. Sieht gut aus. Im Mittelstück sehe ich nun den O-Ring, den ich natürlich jetzt auch wieder mit dem O-Ring-Löffel herausnehme. Nehme auch hier wieder ein Tuch, reinige die Nut, werde die Nut mir gleich einmal anschauen. Das Ganze mit Druckluft nochmal abblasen, keine Fusseln dran sind. Und jetzt kann ich schon meinen neuen Dichtring wieder einsetzen. Auch hier wieder etwas benetzen mit Fett. Ja, einmal kontrollieren, dass alles richtig sitzt und dann ist das Mittelstück auch schon wieder fertig. Ich spanne das Ganze jetzt im Schraubstock wieder ein. Ja, das Innenrohr. Auch hier gebe ich nochmal etwas von dem Trennmittel auf das Gewinde, um sicherzustellen, dass hier nichts fressen wird. Jetzt setze ich das Gewinde an, werde auch hier wieder zunächst gegen den Uhrzeigersinn drehen. Sobald ich den Gewindegang gefunden habe, schraube ich das Ganze dann ins Mittelstück hinein. Ich ziehe das Ganze handfest an und kann nochmal leicht mit dem Hakenschlüssel ansetzen und nachziehen. Ich wechsle nun gerade die Dichtung auf der Düse, etwas mit Fett benetzen, über Eck ansetzen und in die Nut hereinziehen. Auch hier wieder darauf achten, dass sich nichts verdreht. O-Ringe sollen grundsätzlich nicht rollen und sich nicht verzwirbeln. Okay. Als nächstes nehmen wir unser Mantelrohr, spannen das Ganze wieder ein und werden nun das Mundstück wieder montieren. Hier müssen wir natürlich zunächst noch den O-Ring wieder aufsetzen. Ich benetze den O-Ring auch hier wieder, ziehe das Ganze in die entsprechende Nut und werde auch hier beim Mundstück das ganze Gewinde wieder mit der
mit dem Trennmittel benetzen. Ja, insbesondere bei Feingewinden besteht halt eben die Gefahr, dass das Ganze sich sonst sehr schwer lösen lässt. Alles, was an überschüssiger Paste in mein Inneres gekommen ist, werde ich natürlich noch abnehmen. Und jetzt auch hier wieder gegen den Uhrzeigersinn, bis der Gewindegang da ist und dann ins Rohr hineinschrauben, soweit wie ich von Hand komme. Und nun das letzte Stück mit dem Rollgabelschlüssel oder einem Schraubenschlüssel SW36 anziehen. Achtung, auch hier gilt, handfest anziehen. Ein Schlüssel in der Größe 36 hat in der Regel einen sehr langen Hebel. Die Hebelkraft werden wir nicht vollständig ausschöpfen, sondern wir ziehen das Ganze wirklich nur vorsichtig an. Wir spannen den Füller einmal um, schön fest und können jetzt Mittelstück mit Innenrohr und Düse wieder einschieben. Vorsichtig bis zum Gewinde, einmal entgegengesetzt, da ist schon der Gewindegang und jetzt reinschrauben. Ich merke, dass ich in die Dichtung komme. Vorsichtig weiter, einmal fest und bei Bedarf kann ich hier noch einen leichten Schlag mit dem Tonhammer geben. Ich nehme meine Pinolenstange, die wir vorhin vorbereitet haben. Sofern das noch nicht geschehen ist, werde ich auf den O-Ring am Lager noch etwas Silikonfett auftragen und dann das Ganze reinschieben. Vorsichtig an dieser Stelle, hier ist eine Passung. Ich merke den Widerstand vom O-Ring, reindrücken und als nächstes kommt schon der O-Ring in der Nut am Gewinde vom Zylinderrohr. Einmal benetzen, schauen, dass ich in die Nut richtig reinkomme. Hier ist es ganz wichtig, dass der O-Ring in der Nut richtig drin sitzt. Das Zylinderrohr wird ansonsten sofort den O-Ring zerschneiden. Mein Zylinderrohr hat am Ende innen eine Phase. Damit setze ich das Rohr schräg auf der Manschette an, drücke dann nach oben und stülpe das vorsichtig über die Manschette. Ich prüfe einmal den Sitz, ob das Ganze leichtgängig ist, dann schiebe ich vor bis zum Gewinde, wieder entgegen dem Uhrzeigersinn und dann, jawohl. So, das Ganze ziehe ich jetzt erstmal handfest an, bis ich unten am Grund angekommen bin und ziehe mit dem Hakenschlüssel einmal nach. Ja, das waren alle Dichtungen. Wir haben jetzt Mundstück, Mittelstück und Zylinder gewechselt, die dynamischen Dichtungen auch. Wir können jetzt mit einer Funktionsprüfung einmal den Füller zufahren, können die Position des Pinolenkolbens vorne überprüfen, fahren den Füller wieder auf und geben in geöffnetem Zustand Druckluft an den Anschluss zum Füllen und merken hier, dass sich mit jedem Druckluftstoß ein Sog einstellt. Ist das der Fall, dann sind wir auch sicher, dass wir vorne an der Düse den O-Ring nicht vergessen haben, denn ansonsten würde das nicht funktionieren. Zum Abschluss der Wartung könnten wir die Dichtheit natürlich noch auf einer Prüfstation überprüfen. Wir haben alle Dichtungen gewechselt, von daher reicht uns an dieser Stelle die vereinfachte Funktionsprüfung. Wenn ihr Fragen zu diesem Video habt oder vielleicht auch Anmerkungen, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare rein. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. An dieser Stelle tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.